So, wenn man folgende Meldung hört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, könnte man denken, Bremen im Ausnahmezustand. Zumindest beklagt die Stadt einen Anstieg an Raubüberfällen um 70% im Jahr 2023. Dafür sollen laut Bremens Innensenator Ulrich Meurer vor allem junge Männer aus Nordafrika verantwortlich sein. Die Polizei hat deswegen sogar eine Soko gegründet, junge Räuber. Und die Täter sind eben meist junge Männer. Meurer fordert nun Asylzentren an deutschen Grenzen sowie Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. So könnte gegen die Täter vorgegangen werden. Im Studio Wiebke Winter. Sie ist die stellvertretende Landesvorsitzende von Bremen, der Bremer CDU. Ich meine, das ist ja nicht nur ein Hilferuf, das ist ja eine Bankrotterklärung für Bremen. Oder sehen Sie das anders? Zuallererst, Bremen ist eigentlich eine wunderschöne Stadt. Sie hat nur ein großes Problem. Sie wurde schon viel zu lange von der SPD regiert. Und es könnte so viel besser sein. Wir sehen in Bremen, dass wir immer mehr Straftaten zu verzeichnet haben. Auch einen deutlich höheren Anstieg im Vergleich zum Bund. Und da müssen endlich mal Konsequenzen gezogen werden. Herr Meurer redet viel, aber macht ehrlich gesagt nichts. Na gut, aber Herr Meurer ist nun mal von der SPD. Und wenn aus der eigenen Partei kommt quasi dieser Hilferuf, diese Bankrotterklärung, wir müssen jetzt umsteuern, liegt es nicht unbedingt an Herrn Meurer, eine Bundesangelegenheit auf Landesebene umzusetzen? Und was er fordert, das kann man nur auf Landesebene umsetzen. Das geht auch eher Richtung Berlin und nicht an die Bremer SPD. Man kann ja gerade im Bereich Migrationspolitik an unterschiedlichen Hebeln ansetzen. Klar ist, Bremen könnte auch im Bundesrat eine Initiative einbringen. Dafür müsste er allerdings erstmal seine Koalitionspartner, die Linken und vor allen Dingen auch seinen eigenen Bürgermeister, den Herrn Bovenschulte, davon überzeugen, dass es richtig wäre. Er könnte aber erstmal auch zeigen, dass er in Bremen die Signale wirklich verstanden hat. Wenn man sich zum Beispiel die Zahlen der Abschiebungen anschaut, dann ist Bremen ganz weit hinten im Bundesranking. Wir schieben deutlich weniger ab als andere Bundesländer. Und von daher kündigt Herr Meurer immer an, ich erwarte aber, dass eben auch endlich mal Taten folgen. Wenn Sie das so sagen, hat man den Eindruck, dass so die Bremer Politik in einer eigenen Welt lebt, in einer Blase, die mit den Realitäten nichts zu tun hat. Und wenn jetzt schon der Innensenator sagt, wir haben da ein Problem, dann frage ich mich, was macht denn eigentlich die restliche Regierung in Bremen? Wollen die das nicht sehen? Können die das nicht sehen? Oder haben die einfach Schiss vor den Konsequenzen? Was passiert denn da bei Ihnen in der Stadt? Mein Eindruck ist, dass der Senat Bovenschulte die Lage einfach nicht mehr im Griff hat. Die Migrationspolitik, die wir fahren, ist einfach nicht mehr sozial. Natürlich sehen wir einen Anstieg in der Kriminalität. Wir sehen aber auch, dass unser Bildungssystem immer weiter abrutscht. Wir sehen, dass wir nicht genügend Plätze haben, um überhaupt Geflüchtete unterzubringen. Wir sehen, dass wir nicht genügend Sprachkurse anbieten können. An ganz, ganz vielen Stellschrauben hapert es. Und das ist keine soziale Migrationspolitik mehr. Denn ganz klar ist natürlich auch, Menschen, die in Not sind, denen müssen wir helfen. Und damit ist Bremen momentan komplett überfordert. Jetzt reden wir noch mal über diese jungen Männer, die glauben, über Recht und Gesetz zu stehen. Jetzt hebt die Polizei die Hände und sagt, wir können da nichts tun. Warum kann man da nichts tun? Einbuchten und dann einfach mal ein paar Tage sitzen lassen? Oder wo ist das Problem? Es ist ja tatsächlich so, dass Bremen deutlich mehr unbegleitete minderjährige Ausländer, die besonders häufig an Brennpunkten diese Raubstraftaten begehen, aufgenommen hat. 300% von dem, was wir eigentlich tragen müssten, hat Bremen zum Teil aufgenommen, einfach aufgrund linker Ideologie. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen es abbauen. Das dauert aber viel zu lange. Und da müsste man erst mal anfangen. Und klar ist auch, wir müssen unsere Polizei stärken. Aber auch das ist keine Priorität der SPD in Bremen. Also Bremen im Ausnahmezustand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wiebke Winter war das, CDU, die stellvertretende Landesvorsitzende von Bremen. Tja, alles Gute und danke für das Gespräch, Frau Winter. Dankeschön. Vielen Dank.